Heimspiel in der Allianz Arena, Glasgow ist zu Gast. Das ist der FC Bayern Vlog und mein Name ist Lukas. Leute, weiter geht's in der Champions League. Ihr seht, ich stehe am heiligen Rasen im Wohnzimmer in der Allianz Arena. Und für heute habe ich mir was sehr, sehr Besonderes für euch ausgedacht. Ihr kennt ihn wirklich alle. Er ist die Stimme des FC Bayern München. Er gehört zu diesem Verein. Wir begleiten in diesem Vlog heute unseren Stadionsprecher Stefan Lehmann. Es ist kurz vor 18:30 Uhr. Stefan kommt gleich hier am Stadion an. Ich habe mich mit ihm verabredet, schau gleich vor, dann gibt es eine Regiebesprechung. Und dann schauen wir mal, wie so ein Tagesablauf ist von einem Stadionsprecher hier in der Allianz Arena. Ich habe richtig Bock und ihr hoffentlich auch. Let's go! Ich liebe das, ich habe es euch schon mal in ein paar Vlogs erzählt. Ist noch ein paar Stunden bis zum Spiel. Stadion ist leer, Kurve wird gerade hergerichtet. Ein paar Fans sind schon da, aber wirklich sehr, sehr vereinzelt. Die Medien haben sich schon aufgebaut. Und dann geht es jetzt in großen Schritten in Richtung Spiel. Wir gehen jetzt mal in großen Schritten rein in den Innenbereich. Ja, hier geht es rein in den Medienbereich. Dankeschön. Schritte hoch und da vorne kommt man an. Und dann wird Stefan jetzt gleich um die Ecke kommen, glaube ich. Freue mich. Oh, Stefan kommt. Hey! Da ist er. Okay. Hi Stefan, grüß dich, servus. Alles gut. Ja, bei dir? Wie schaut's aus? Klar, voller Vorfreude. Ja? Ist immer schön. Abendspiel, weißt du, es ist Champions League, es geht um was. Und es wird nicht normal, oder? Hier anzukommen, ehrlich. Ja, das ist schon was Besonderes. Ja, na klar, es ist noch hopp oder top. Ich meine, ich bin super optimistisch, nachdem wir das Hinspiel 2-1 gewonnen haben in Schottland. Ja, dann sagen wir uns mal ein bisschen was über deinen Tagesablauf. Was machst du jetzt? Was steht an? Was sind die nächsten Schritte? Du, ich komme jetzt, also so die Vorbereitung auf so einen Abend, die findet eigentlich permanent statt. Also es ist ja so, dass ich immer alles wissen muss, was sich rund um den FC Bayern tut oder was gerade ansteht. Und da wird natürlich viel telefoniert, auch mal natürlich mit den Kollegen an der Säbener Straße. Wenn es ganz dringend ist, fahre ich auch mal selber vorbei. Und dann die spieltagsspezifischen Eigenheiten oder was es zu beachten gilt, das machen wir eben auch jetzt hier gleich bei unserem Meeting, wo alle, die beim FCB-TV-Programm im Stadion beteiligt sind, also der Regisseur, der DJ, der Stefan, dann der Philipp Resch vom FC Bayern natürlich, der das alles federführend unter seiner Fittiche hat. Wir treffen uns ja immer 3 Stunden vor Spielbeginn, spätestens, und gehen nochmal den Ablaufplan durch, was wir zu tun haben, sodass alle Fragen geklärt sind. Champions League ist wesentlich entspannter, weil wir ja eben keine eigenen Aktionen haben, sondern das alles unter dem UEFA-Dach läuft. Und so gehe ich jetzt da rein und mache das. Du kannst gerne mitkommen. Ja, sehr gerne. Magst du? Schau ich mir an. Ja, Wunderbar. komm mal mit. Perfekt. Gerne. Hier, schau. Stadion TV Regie-Meeting. Bitte nicht stören. Wir stören aber jetzt heute. Aber wir stören. Ganz unauffällig. Servus zusammen. Servus. Hi, servus, servus, servus. Dann gehen wir gleich in den Regieplan rein, würde ich sagen. Wie immer, wir haben einmal die Dia-Show sozusagen wieder mit der Matchday-Grafik und einer weiteren Grafik zusätzlich zum normalen Setup, nämlich der FC Bayern Amateure-Grafik. Einfach der Wunsch ist, dass auf das Topspiel der Regionalliga Bayern am Wochenende, am Samstag hingewiesen wird. Also es ist ein richtig geiles Spiel, ne? Also das ist, wie gesagt, ja, wenn wir gewinnen, sind wir Erster, also realistische Aufstiegschancen und das schon Daumen drücken, da geht es um was. Ja. Dann ganz normal unser FC Bayern-Blog mit dem Marketingmuseum, Kidsclub und Wut gegen Rassismus. Dann nochmal die Sponsor-Efforts der UEFA und die Football-Campaign und dann der Foundation-Clip, alles wie gehabt im Grunde genommen. Dann kommen wir schon Richtung Rundown zum Spiel, das heißt die Welcome Messages auf Deutsch und Englisch. Dann ganz normal Schiedsrichter, die Aufstellung von Celtic, der Stimmungsbogen, unsere Aufstellung. Hinweis ja dann schon am Sonntag unser Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Also geht Schlag auf Schlag. Jawohl. Und hinten raus dann noch die Football Campaign und die Highlights der anderen Spiele und dann haben wir den Spieltag auch schon wieder hinter uns. Danke euch. Super. Well, ladies and gentlemen. So, Stefan, Regie-Meeting erledigt? Ja.
Ja, ich habe dir ja gesagt, es war heute. Danke, Gary, danke. So, die Jungs gehen jetzt schon hoch in die Regie. Das ist nämlich ein ziemlich weiter Weg bis da hoch. Nein, es ist bei Champions League etwas entspannter, was die Vorbesprechung angeht. Natürlich nicht das Spiel, das ist dann immer gleich. Aber da sind wir jetzt alle guter Dinge. Lukas, ich muss jetzt schnell hoch noch in Ebene 3. Da ist die große Sponsoren-Lounge und ich treffe mich noch mit 2, 3 Personen vom FC Bayern, von Sponsoren. Gibt ja immer mal wieder was 1:1 zu besprechen, gerade was kommende Aktionen angeht. Das mache ich meistens auch schon für die nächsten Spieltage. Das mache ich jetzt noch kurz und dann lass uns einfach nachher, wenn es losgeht, gehen wir gemeinsam raus. Wunderbar, ich freue mich, klingt sehr gut. Stefan, vielen Dank. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao, ciao. So, die Vorbereitungszeit geben wir ihm jetzt. Auch noch mal ein bisschen durchatmen und dann geht es später draußen weiter. Und darauf freue ich mich richtig krass. Pressemedienbereich, den Kollegen hinter mir kennt ihr auch, heute leider nicht dabei. Aber Stefan kommt jetzt gleich wieder von seiner Tour. War oben noch mal in der Loge, hat ein paar Leute getroffen, noch mal was gegessen, noch mal vorbereitet. Und dann geht es gleich raus, haben mir eine Jacke angezogen. Es ist bitterböse kalt heute in München, auch wenn die Sonne gescheint hat. Minusgrade, deswegen braucht man ein Spiel, das uns erwärmt. Da ist er wieder. Hey! Zur Geduld. Wir machen eine Runde. Jetzt, jawohl. Schau her. Ja, ich habe mir jetzt auch die Mannschaftsaufstellung schon besorgt. Das ist ja gut, man hat ja Beziehungen, weißt du, man kriegt sie etwas früher als... Aber sag mal, wie viel früher kriegst du sie? Naja, jetzt halt dann ungefähr eine Stunde vorher. Ja, oder auch, ich könnte sie noch früher haben natürlich, aber bevor ich jetzt irgendjemand aus dem Trainerteam nerve und anrufe, dann warte ich da halt. Das reicht ja für mich eben. Servus Männer, servus, grüß euch, hallo. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Stefan, rein ins Wohnzimmer. Ja, nee. Was sagst du denn? Lass uns mal reinschauen. Aufstellung. Ja, schau her. Ist klar. Opa natürlich, eine Bank. Genießt das absolute Vertrauen von Vincent, Mano, Minjay, dann Josh, Gnabry, Goretzka, schau, Leon. Was mich auch sehr freut, klar, Raphael, Jamal, sensationell, dass er seinen Vertrag verlängert hat bei uns. Und was mich sehr freut, ist auch hier unser Josip, Stani. Stani, endlich das ist halt was, das ist einer von uns. Also der kommt aus Fürstenfeldbruck oder Münchner, wenn es so ist, aus der eigenen Jugend und hat sich so toll entwickelt. Und ich halte ihn für einen ganz großen, wirklich. Also freut mich, dass er wieder dabei ist. Ja. Schau dir mal die Ersatzbank an, das ist halt Wahnsinn. Ja, hätte es nicht anders aufgestellt, oder? Ich hätte es nicht anders gemacht. Gehen wir rein, oder was? Gehen wir rein, packen wir rein. Here we go, ladies and gentlemen. Wir betreten den heiligen Rasen. Servus. Nein, ins Wohnzimmer. Servus. Muss schon mal Servus sagen. Grüß euch ja da oben, meine Freunde. Die stehen da gefühlt seit 1874. Also. Es füllt sich langsam. So, ihr seht, ich bin nicht der Einzige, der Stefan filmt. Natürlich bekannt wie ein bunter Hund. Jeder sagt Servus. Ich werde oft gefragt, ob man sich an das alles nicht gewöhnt und ob das nicht irgendwann mal langweilig ist, weißt du, oder so, oder zur Routine wird. Und da sage ich dann natürlich, nee, weil es halt jedes Mal wieder einen packt, weißt du, weil es eine tolle Atmosphäre ist. Es ist eine Großveranstaltung für 75.000 Menschen, da ist so viel Emotion dabei und das ist Begeisterung für den Fußball. Und das hat mich natürlich noch genauso wie alle anderen hier. Ja, aber das ist ja schon krass, dass du das nach all der Zeit immer noch sagst. Natürlich. Anders kannst du es auch nicht machen. Ja. Weil ich glaube, das würde jeder merken. Lukas, wenn ich hier irgendwie nur ein Programm abspule, ja, das würdest du merken. So gut kann ich gar nicht schauspielern. Das überträgt sich. Das ist so Vibrations. Ja. Ich kann es nicht anders formulieren. Und auch wenn ich dann spüre, jetzt bei der Mannschaftsaufstellung, ja, Vorname, Nachname und so weiter, aber das ist wirklich eine Energie, die du spüren kannst. Und diese Interaktion, dieser Dialog zwischen dem Publikum und mir jetzt. Ich transportiere halt die Interessen des Vereins und der Sponsoren und der Fans und versuche da halt eine Gemeinsamkeit herzustellen. Ich kann es nur versuchen, aber es klappt schon so viele Jahre. Ich sage jetzt mal stellvertretend für alle, die zuhören, du machst das hervorragend. Ja, danke, das ist mein Kameramann. Servus. Das ist Marion. Hallo Marion, grüß dich. Team Stefan Lehmann sozusagen. So, okay. So, let's go. Jetzt wird eingerichtet, Stefan wird verkabelt. Kriegt sein Mikro, Empfänger. Noch ein bisschen ratschen mit den Fans, klar, gehört dazu.
Dann schau mal, das ist der Blick von unten. So, jetzt legt er los. Ja, ich stelle das Tor. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter. Oh, cool. Sind wir schon drauf, oder was? Ja. Sind wir schon drauf? Let's go. Ja, sagt mir doch was, wenn wir schon drauf sind. Sag mal, der Regie. So, jetzt ist Stefan auch über die Boxen zu hören, das ganze Stadion. Jetzt geht's los. Und wir sind mittendrin, Leute. So, Freunde, welcome. Good evening oder Good Nacht oder was weiß ich was. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Schön, dass ihr da seid, liebe Bayern. Es ist das Rückspiel in diesen Champions League Playoffs. Es ist ein Spiel zwischen zwei großen Traditionsmannschaften. Es ist das Spiel zwischen den Sven steht hier, hat 2 Mikros. Für später dann, falls noch jemand dazukommt. Stefan Lehmann in Action. Die gereisten Fans und die Verantwortlichen von Celtic Glasgow. Welcome to Munich, welcome to Bavaria. Nice to have you here. Enjoy your time in good old Munich. Wir stehen hier auch übrigens direkt vorm Spielertunnel, also da, wo die Jungs dann rauskommen. First Row, sehr exklusiv. Erster Part geschafft. Oh, so aufregend! Nein, das ist natürlich, schau, du siehst ja, ich lese das ja nicht ab oder ich habe jetzt keinen Teleprompter. Das kommt schon alles aus mir raus in der Sekunde. Das habe ich vorhin gerade gemeint. Es macht Spaß, du freust dich, bist dankbar, dass du sowas machen darfst, kannst. Und dann flutscht es einfach. Und dann kommt es und solange die Leute sagen, ja passt, dann sagen wir, ja schau, sind die schottischen Fans. Ja, ja. Schön, die machen immer Stimmung und sind aber total friedlich und alles gut. Also ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Geht uns ähnlich. So, erzählt ihr die Szenerie auch mal. Hier unten sitzt Stefan dann auch während des Spiels, das sehen wir später noch. Die Fans sind ganz nah dran und das ist auch FC Bayern. Also da wird vorm Spiel nochmal geratscht, ganz, ganz locker, Austausch mit den Fans und das macht es natürlich aus, das ist ganz besonders. Spieler kommen raus, Torhüter kommen raus zum Aufwärmen. Ja, ist magisch, ist magisch. Schön. So einfach geht's. So einfach geht's. Stefan geht nochmal alles durch, richtet seinen Platz ein. Mannschaft ist da zum Aufwärmen. So, und jetzt geht's ab, Leute. Spannung steigt. Cheftrainer kommt auch. Vinny macht immer noch Interviews vor den Spielen. Das kennt ihr aus dem Fernsehen. Unser Pressesprecher mit Dieter Niklas geht er jetzt hinter zu den TV-Stationen. Die sind da vorne aufgebaut. Und so sieht es dann aus, wenn es läuft. Hier sitzt Stefan. Praktisch direkt unter der ersten Reihe. Der Arbeitsplatz, wenn man so will. Und jetzt kommt das Programm, das wir vorher besprochen haben. In der Regiebesprechung. Stefan noch ein paar Ankündigungen. In dem Fall jetzt für das Amateurspiel. Also praktisch alles, was vorher in der Regiebesprechung besprochen wurde. Das zeige ich euch auch noch mal kurz hier direkt neben Stefans Platz, die berühmte Anzeigetafel. Spieler, Auswechslungen werden damit angezeigt. Die wird dann hier hochgehalten und hier geparkt. So, in 30 Sekunden sind wir bei dir, Stefan. So, Stefan, Action geht los. Bist du nervös, kurz davor? Ja, jetzt ist also die Sekunden, bevor es losgeht mit Mannschaftsaufstellung und so ein Magic Moment. Da musst du dich schon konzentrieren, klar. Da willst du keinen Fehler machen. Und ich höre gerade eben, mein Regisseur sagt, in 30 Sekunden sind wir bei dir. Okay, dann machen wir es halt. Gehe ich mal einen Schritt zurück und lass dich arbeiten.
In 10 sind wir bei dir, Stefan. Dankeschön. Und Achtung für den Roland. Und die Kamera 2 ist geschnitten. Recht herzlich willkommen hier in unserem schönen Stadion an diesem wunderbaren Abend. Freuen wir uns auf dieses Spiel, auf dieses Rückspiel in der Champions League, in diesen Playoffs zwischen dem FC Bayern und unseren schottischen Gästen, dem schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow. Wenige Momente, Leute, bis zur Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München und dann geht's hier richtig ab. So Freunde, aber jetzt alle Roten im Stadion. Was in der Liga geht, geht erst recht in der Champions League. Schön, dass ihr alle da seid, die Fans des FC Bayern München! Da sieht man ihn mal, Stefan genießt das. Kleines Tänzchen ist auch noch drin. Saukalt heute! Ja. Aber hier wird man automatisch warm. So, und jetzt ist er bereit. Let's go. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Im Tor mit der Nummer 1 unser Kapitän Manuel. Mit der 2 Dayo. Unsere Nummer 3 Mitchell. Die 6 Joshua. Mit der 7 Serge. Unsere Nummer 8 Leon. Mit der Nummer 9 Harry. Unsere Nummer 17 Michael. Die 22 Raphael. Mit der 42 Spieler kommen hier schon raus. Und im Tunnel ist auch schon alles bereit. Jetzt wird's ernst, Leute. Jonas. Die 10 Leroy. Mit der Nummer 11 Kingsley. Die 15 Eric. Die 16 Joao. Die Nummer 19 Alfonso. Die 21 Hiroki. Mit der 23 Sascha. Die 24 Gabriel. Mit der 25 the one and only Thomas. Und die 7. Da wird's richtig laut. Bei Thomas wird's richtig laut, Leute. Eric Dyer auf dem Weg zur Bank. Die Leimer. Sascha Boy. Chef darf nicht fehlen. Fonzie Davis kommt auch. Stefan, grandios! So muss es sein. Herzlichen Dank fürs Mitnehmen. Jetzt lass dich alleine, wir schauen in die Regie hoch. Danke. Sehen wir später. Bis nachher. Ja, krass, Leute. Schon viel erlebt, aber das ist eine ganz eigene Energie da unten. Stefan natürlich voll in seinem Element, gibt da richtig Gas. Stadion macht mit und das peitscht richtig, richtig an. Jetzt schauen wir in die Regie, also die Schaltzentrale, dort wird die Musik eingespielt, dort wird das Licht gesteuert und natürlich auch die Kommunikation zu Stefan. Ist ein paar Stockwerke nach oben, aber kein Problem. Schauen wir hoch. Wisst ihr was, Leute, ich mach's mir einfach. Und den Aufzug. 6. Stock, hier müssen wir raus. Und dann geht's nochmal in Umlauf, 6. Etage. In die Regie. Und draußen geht's ab. So, jetzt bin ich oben angekommen, ein paar Treppenstufen rauf und dann schaut mal hier hinter mir diese Gittertür. Da geht's hoch in die Stadionregie. Da sitzen also die Leute, mit denen Stefan die ganze Zeit kommuniziert. Da wird die Musik abgespielt, da wird das Licht gedrückt. Das ist eine eingeschworene Truppe seit sehr vielen Jahren, ganz, ganz coole Leute. Und wir können heute mal ein bisschen reinschauen. Jetzt muss ich noch warten, bis mir jemand die Tür aufmacht. Dann bekommen wir nochmal eine sehr besondere Perspektive, Leute. Servus, grüß dich. Danke dir. Nochmal vorne. Passt. Servus. Servus.
So, hier seht ihr auch mal den Blick aus der Regie. Das ist praktisch auf der gegenüberliegenden Seite von der FC Bayern. Das ist der Blick. Und das ist der Blick innen. Ja, also bei uns liegen alle Kamerasignale auf, die der Ü-Wagen hochschickt zu uns. Das ist einmal Programm und einmal Kamera 1, damit wir quasi nur Bilder auf die Videowand rausgeben können, die, ich sag mal, Schiedsrichter oder Mannschaften, Spieler nicht kompromittieren. Ja, sollen also Unterhaltung für die Zuschauer sein, Zeitlupen der Tore, aber eben keine hässlichen Fouls oder keine Ausschreitungen und so weiter. Und die Signale laufen bei uns auf und wir mischen eben ein anderes Signal, was auf die Wände geht, als das, was der Ü-Wagen tatsächlich auch schneidet. Und ansonsten machen wir Moderation mit Stefan Lehmann, haben normalerweise in der Bundesliga Programmpunkte, wo die, einzelnen Gewerke hier sich präsentieren, und in der Champions League sind wir sozusagen Gast im eigenen Stadion. Da liefert die UEFA hier das Programm an und wir machen eigentlich nur das Live-Feed. Sehr fiebert ihr mit hier oben? Ja, wir sind natürlich alle Fußballfans und im Moment leiden wir. Wird schon noch zweite Halbzeit. Ja. Konter! Jetzt treten da Odyssee rein. Leute, raus aus der Stadionregie, wir gehen nochmal runter zu Stefan. Was für eine Zitterpartie. Ich sag's euch, ich habe geschwitzt ohne Ende. Aber es hat gereicht, Nachspielzeit, Tor, wir sind weiter. Und das fühlt sich einfach nur sehr, sehr geil an. Jetzt schauen wir zu Stefan. So, jetzt sind wir wieder unten. Stefan packt nochmal zusammen. Hey. Happy? Ja, natürlich. Fußball ist ein Ergebnissport, ne? Und alles egal letztendlich. Der FC Bayern liegt im Lostopf, ist im Achtelfinale. Ah, wir haben gezittert, sehr ehrlich. Es war wieder erwarten extrem schwer heute. Ja. Bei eisigen Temperaturen war so ein bisschen Nordpol heute. Ja. Aber ey, unterm Strich. Sind wir weiter? Ja, wir sind weiter und ich bin natürlich erleichtert. Aber ich habe es mir anders vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber so ist halt Fußball. Das ist, du kannst letztendlich
Wie hat der Kaiser Franz, Gott hab ihn selig, einmal gesagt, wer ein Fußballspiel richtig tippt, hat keine Ahnung von diesem Sport. Trifft heute Peiche, läuft insofern. Na, es passt schon. Passt schon. Stefan, gehen wir mal rein, oder? Ja, ja, klar. Letzten Meterchen und dann... Jawohl. Ciao, Jungs. Servus. Einen heiligen Tunnel nochmal, Stefan, zum Abschluss. War schwer, war schwer. Sehr, sehr auch kompakte Mannschaftsleistung von Celtic, muss man ja auch mal sagen. Sehr viel, gerade das Pressing, erste Halbzeit, also wirklich permanent in Bewegung, war nicht leicht zu spielen. Aber man musste einfach Geduld haben. Letztendlich, zweite Halbzeit war, wie ich fand, dann doch sehr viel besser. Man muss halt, sorry, 10 Euro ins Phrasenschwein, aber das Runde muss ins Eck gehen. So schaut's aus am Ende. Hat es ja dann noch geklappt. Ja. Fonsi. Sind wir durch. Sind wir durch, sind im Achtelfinale und neues Spiel, neues Glück. Sehr gut. Stefan, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Merci, es war uns eine Ehre und es ist uns eine Ehre, dir zuzuhören. Die Stimme der Allianz Arena, Stefan Lehmann. Danke. Merci, Stefan, wir sehen uns. Ciao. Komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Ciao. Da geht er, Stefan Lehmann. Was eine Legende. Die letzten Bilder hier aus dem Spielertunnel. Das war's mit diesem Vlog. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sicher ein sehr, sehr besonderer Einblick. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht und die gute Nachricht am Ende dieses Vlogs ist, es geht weiter. Wir sehen uns wieder hier, wenn ihr wollt, im FC Bayern Vlog. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.